Bis in die frühe Neuzeit betonen westliche Denker wie René Descartes und Immanuel Kant vor allem den starken Gegensatz zwischen Mensch und Tier. Daraus folgern sie, dass der Mensch Tieren gegenüber keine direkten moralischen Pflichten hat. Ergebnis ist ein extremer Anthropozentrismus. Der berühmte Rationalist René Descartes bezeichnet im 17. Jahrhundert Tiere als bloße Automaten und hält sie für moralisch unbedeutend. Er unterscheidet zwischen der res extensa, der ausgedehnten materiellen Substanz, und der res cogitans, der denkenden immateriellen Substanz. Menschen sind eine Mischung aus beiden Substanzen. Sie haben sowohl einen materiellen Körper, den Descartes übrigens ebenfalls als Automat bezeichnet, als auch einen immateriellen Intellekt. Da Tiere über keine echte Sprache verfügen, hält Descartes es für naheliegend, dass sie nicht denken können. Sie haben höchstwahrscheinlich keinen immateriellen Intellekt. Somit lässt sich ihr gesamtes Verhalten rein mechanistisch erklären. Tiere haben zwar eine körperliche Seele und körperabhängiges Sinnesempfinden, dennoch sind sie bloß materielle Lebewesen ohne unsterbliche Seele. Man darf sie daher töten, essen und Experimente an ihnen durchführen. Descartes' Automatenvergleich diente später als Rechtfertigung für die Vivisektion, bei der Tiere bei lebendigem Leibe aufgeschnitten wurden. Die Schmerzensschreie der aufgeschnittenen Hunde oder Kaninchen erklärte man sich als bloß mechanisch erzeugte Geräusche. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Fehlinterpretation. Descartes vertrat nicht die Auffassung, dass Tiere nichts fühlen können. Tiere besitzen seiner Ansicht nach sehr wohl Empfindungsfähigkeit. Aus dieser folgen für ihn aber keine direkten moralischen Pflichten. Immanuel Kant vertritt im 18. Jahrhundert eine ähnliche Ansicht. Seiner Meinung nach verdienen nur vernunftbegabte Wesen moralische Berücksichtigung. Die Vernunft ist für Kant die Voraussetzung für Moral, denn nur vernünftige Wesen können nach der Vorstellung von Gesetzen handeln, sich selbst Zwecke setzen. Sie müssen ihren Neigungen nicht impulsiv und automatisch folgen und unterliegen daher keiner Naturkausalität. Menschen können im Gegensatz zu Tieren ihr Handeln nach selbst gewählten Prinzipien ausrichten. Moralisches Handeln bedeutet bei Kant, dass der Mensch rein vernünftig und ohne irgendwelche Neigungen oder egoistischen Motive handelt. Diese Fähigkeit hat nur der Mensch. Nur der Mensch kann sich selbst Zwecke setzen und sein Handeln danach ausrichten. Dies macht ihn selbst zum Zweck an sich und verleiht ihm eine Würde. Dementsprechend müssen nur vernünftige Wesen moralisch berücksichtigt werden. Nicht vernünftige Wesen schließt Kant hingegen aus der Sphäre der Moral aus. Tiere können sich aufgrund ihrer fehlenden Vernunft nämlich nicht selbst Zwecke setzen. Sie sind bloße Sachen und haben keine Würde, sondern nur einen Preis. Sie dürfen als bloße Mittel und müssen nicht gleichzeitig als Zweck an sich behandelt werden. Tiere dürfen daher vom Menschen instrumentalisiert werden. Sie haben als Sachen nur einen relativen Wert, wohingegen vernünftige Wesen als Personen einen absoluten Wert haben. Nach Kant haben Menschen nur Pflichten gegenüber anderen Menschen oder gegenüber sich selbst. Dennoch spricht sich Kant aus indirekten Gründen für die Rücksicht auf Tiere aus. Diese Berücksichtigung begründet er mit dem berühmten Verrohungsargument. Menschliche Grausamkeit gegenüber Tieren schwächt nämlich auch die Moral in Bezug auf den Menschen. Wer Tiere misshandelt und ihnen gegenüber grausam ist, wird moralisch abstumpfen, verrohen und dann auch im Umgang mit Menschen zu Grausamkeit tendieren. Ein grausamer Umgang mit Tieren stellt für ihn eine Verletzung der Pflichten gegen sich selbst dar. Er plädiert für eine schnelle und möglichst schmerzlose Tötung von Tieren, kritisiert die Vivisektion, das Aufschneiden lebendiger Tiere und fordert Dankbarkeit gegenüber Nutztieren. Bei all diesen Pflichten handelt es sich jedoch nur um indirekte Pflichten gegenüber Tieren. Im Zentrum der moralischen Berücksichtigung steht bei Kant allein der Mensch. Kants Rechtfertigung des Tierschutzes hatte große Auswirkungen auf die Tierschutzbewegung und wurde im Verlaufe des 19. Jahrhunderts zum gängigen Argument im Recht sowie in Tierschutzvereinen. Kants Gedanke, dass das Tier nicht um seiner selbst willen, sondern um des Menschen willen geschützt werden muss, verhalf dem Tierschutzgedanken zum Durchbruch. Je zentraler die Rolle der Vernunft für das menschliche Selbstverständnis ist, desto größer erscheint der Unterschied zwischen Mensch und Tier und desto eher wird von einem fundamentalen anstatt einem graduellen Unterschied ausgegangen. Umso leichter ist es dann, Tiere auch in moralischer Hinsicht gering zu schätzen und sie moralisch gar nicht oder zumindest nicht direkt zu berücksichtigen.
Die Vorstellung, dass der Mensch in der Natur eine Sonderstellung einnimmt und Tiere maximal indirekt moralisch berücksichtigt werden müssen, ist eine Standardauffassung in der westlichen Philosophiegeschichte. Was hältst du persönlich von dieser Auffassung? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Kants Menschenbild kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!